Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von MakerMouths und heute will ich euch zeigen, wie man ganz einfach Schrägband selber machen kann. MakerMouth Sewing – Nähen mit der Maus. Schrägband wird in vielen Projekten zum Beispiel zum Versäubern von Kanten verwendet, wie zum Beispiel bei meinem kostenlosen Schnittmuster Glockenrock 50s. Schrägband kann man im Laden kaufen, aber manchmal tritt das Problem auf, dass man einfach nicht die passende Farbe zu dem Nähprojekt findet oder ihr einen bestimmten Stoff, zum Beispiel mit einem Muster, haben wollt. Mit dem richtigen Werkzeug könnt ihr Schrägband auch selber machen. Ihr braucht euren Stoff, eine Schneideunterlage, einen Rollschneider, ein Patchwork-Lineal, einen Schrägbandformer, ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ich habe hier schon mal den Stoff vorbereitet. Dieser muss genau im 45 Grad Winkel zum Fadenlauf liegen, also schräg dazu. Wenn ihr mehr zum Fadenlauf wissen wollt, schaut doch mal ins Nählexikon meiner Webseite. Mit dem Rollschneider schneiden wir jetzt einen langen Streifen in der benötigten Breite herunter. Die Angaben der Breite hängt vom Schrägbandformer ab und müsste auf der Packung stehen. Faltet das Stoffdreieck in der Mitte, wenn ihr die zu schneidende Strecke kürzen wollt. Ich habe ein paar Streifen vorbereitet. Diese sind noch sehr kurz. Wenn ihr aber ein langes Schrägband benötigt, näht ihr die Streifen einfach zusammen. Die Streifen haben an ihren Enden ebenfalls einen 45 Grad Winkel. Legt die Streifen rechts auf rechts zusammen. Die Teile sollten 6 mm überlappen. Dann nähe ich von dieser Spitze zu dieser. Näht so viele Streifen zusammen, bis ihr eure benötigte Länge erreicht habt. Achtet beim Zusammennähen darauf, dass die Nahtzugaben alle auf der gleichen Seite sind. Wenn ihr die Naht aufklappt, entsteht wieder ein gerader Streifen. Dann bügeln wir die Nahtzugaben auseinander und schneiden die überstehenden Ecken ab. Als nächstes stecken wir den Stoffstreifen in diese Öffnung des Schrägbandformers. Der Stoff wird beim Ziehen zusammengefaltet. Jetzt muss das Schrägband nur noch durch Bügeln fixiert werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass es gleichmäßig mittig eingezogen wird. Wenn ihr es gebügelt habt, begradigt noch die Ecken. Benötigt ihr das Schrägband nicht sofort, könnt ihr es aufwickeln, zum Beispiel auf eine Rolle oder auf ein Kartonkärtchen. Weitere Nähtechniken und Anleitungen findet ihr auf meiner Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!